Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Stickzeit. Und zwar ist das Stickzeit Nummer 46 und ich möchte euch heute mitnehmen an einem Neuanstich. Und zwar den Neuanstich für das Monat August. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, um was es sich handelt, denn ich habe euch ja in einer Umfrage gefragt, welches Luca S-Kit ich als nächstes ansticken soll. Zur Wahl standen die zwei Kits aus der Mystery Box Gold. Zum einen war das New York und zum anderen die Stadt Positano. Ich werde euch jetzt hier das Ergebnis der Umfrage einblenden und wie ihr seht, hat die Mehrheit eindeutig für Positano gestimmt. Also 70% waren für Positano und 30% waren für New York. Ich möchte mich auch gleich bei allen Zusehern bedanken, die sich so fleißig an dieser Umfrage beteiligt haben, denn insgesamt waren es 102 Leute, die da teilgenommen haben. Ja, Positano hat gewonnen und ich werde das jetzt mit euch ansticken. Hier habe ich nochmal das Stickset. Also Positano wird 17,5 mal 26 Zentimeter. Es hat 32 Farben und ich sticke es auf einen 16 Count Aida. Ich habe hier auch schon den Stoff. Warte, ich werde das hier zur Seite geben. Und ich habe mir hier schon den Anfang markiert. Also ich werde hier in dieser linken Ecke anfangen, wo ihr die Nadel seht. Also hier. Ach ja, apropos Nadel, da muss ich gleich dazu sagen, in diesem Kit waren tatsächlich keine Nadeln dabei. Bei dem anderen Kit, also bei New York, waren, glaube ich, 2 Nadeln dabei. Also hier werde ich anfangen in dieser linken oberen Ecke und ich werde wieder in diesen 100er Kästchen arbeiten und ja, mit bakenden Fäden. Dann haben meine Garne, also ihr kennt sie ja, das sind die Garne bei Luca S. Ich habe mir da mittlerweile einen Strang auf eine Kahnkarte gegeben. Das zeige ich euch auch, wie das bei mir aussieht. Also bitte bewundert nicht meine Symbole, also so mit dem Zeichnen habe ich es nicht so, aber ich habe mir von jedem Symbol einen Strang auf die Garnkarte gegeben. Auch hier nochmal. Insgesamt sind es ja 32 Farben, also ich habe hier die 30 und dann habe ich hier noch so eine Pappgarnkarte noch mit 2 verschiedenen Garnen. Ja, ich mag diese Garnkarten nicht so sehr, sondern mir sind ähm, diese Garnkarten eindeutig lieber. Ja, ich denke, dann werden wir auch schon loslegen. Heute ein eher kurzes Video, denn es ist schon wieder Abend. Und ja, ich finde momentan einfach keine Zeit am Tag, ein Video zu drehen, aber wir legen los. Ich spanne mir den Stoff jetzt ein und wir werden die ersten Stiche an Positano gemeinsam machen. Bis gleich! Und da bin ich auch schon wieder mittlerweile mit dem zweiten Versuch. Also ich habe bereits vorhin ein Video dazu gedreht, also einen Teil, aber ich habe mich vollkommen verstickt. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Und jetzt starte ich mit euch den zweiten Versuch.
Also ihr seht, die ersten Kreuze habe ich hier schon gesetzt, leider in einer sehr hellen Farbe. Also ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gut erkennen könnt. Ja, ich habe mir das Ganze eingespannt in meinen Stickrahmen und das Ganze hier im Tischstickständer montiert. Ihr seht auch leider oben einen leichten Schatten. Ja, das liegt daran, dass es mittlerweile hier Abend ist und der Lichteinfall durch die Lampe nicht sehr besonders gut ist und ja, die Lampe diesen Schatten wirft. Gut, aber jetzt legen wir nochmals neu los. Ähm, Ich habe das Muster hier in meinem Pattern Keeper, denn wenn ihr ein Stickkit kauft von Luca S., dann bekommt ihr auch gratis die PDF dazu. Das ist natürlich optimal, so könnt ihr auch mit dem Pattern Keeper oder einem anderen Programm arbeiten. Der einzige Nachteil hier ist, Pattern Keeper hat das Muster, also die Farbnummern von Luca S. nicht erkannt. Die musste ich noch händisch dann eintragen, aber das soll nicht das Problem sein. Wichtig ist, dass man den Pattern Keeper nutzen kann, denn das erleichtert das Sticken doch ungemein. Ja, die erste Farbe habe ich mir bereits eingefädelt und wie gesagt die ersten Stiche gemacht. Ja, das Garn von Luca S. ist ein sehr, sehr weiches Garn und wenn ihr auftrennen müsst, weil ihr euch verstickt habt, so wie ich, dann franzt das Garn auch sehr schnell aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Das Garn, ja, es wird dann auch gleich sehr dünn. Also so wirklich überzeugt oder begeistert bin ich jetzt nicht von dem Garn von Luca S. Aber gut, so viel habe ich ja noch nicht gestickt und dann werden wir jetzt mal weiter sticken. Wie gesagt, ich sticke wieder in meinen 100er Kästchen. Der Stoff hier ist ja schon gegrittet, das heißt, die 10x10 Kästchen sind schon eingezeichnet. Und dann werden wir hier mal weiter sticken. Ich werde noch mal eines zurücksticken. Ja, und dann geht es hier weiter. Ja, gleich gestartet und gleich verstickt. Das ist schon mal ein toller Anfang. Aber es kann nur besser werden. Und jetzt nochmal falsch. Natürlich nochmals falsch. Ja, heute ist der Wurm drinnen, eindeutig. Und zwar, nein, nicht falsch, nur falsch gedacht. So, hier geht's weiter. Ja, wie gesagt, ich werde wieder die Fäden backen. Ja, diese Mystery Box war jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe. Also diese 2 Stickkits, New York und jetzt Positano, würde ich nicht als meine absoluten Favoriten bezeichnen. Aber ja, sie waren jetzt nun mal in den Kits und ich werde sie auch sticken. Ich bin halt doch ein bisschen enttäuscht von den Kits, denn es gibt ja wirklich wunderschöne Luca S. Kits auch zum Thema Städte. Also ich habe mir da ja ein bisschen die Website angeschaut, auch bevor ich mich entschieden habe für so eine Mystery Box. Und ich habe ja definitiv mit irgendeinen
anderen Kit gerechnet. Aber ja, wie gesagt, ich habe nicht das erwartet und von daher war es für mich schon eine Enttäuschung, dass diese Kits dabei waren. Also ich habe mir ehrlich gesagt ja ein etwas größeres Kit erwartet und ja, vielleicht noch ein kleineres dazu, aber dass es 2 ähnliche Kits werden, also beide aus dieser Postcard Collection, ja, mit dem habe ich, wie gesagt, gar nicht gerechnet. Aber gut, wir sticken, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Es wird heute eine kurze Stickzeit sein, denn ja, ihr seht ja, es ist schon wieder Abend und es ist auch schon ziemlich spät, aber ich möchte einfach das heute mit euch ansticken. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich komme ja aktuell vom Dienst, also ich habe bis 19 Uhr gearbeitet, bin jetzt, also bin danach nach Hause und ja, bis ich jetzt dann wirklich zum Sticken gekommen bin, beziehungsweise zum Drehen des Videos. Bei mir ist es mittlerweile schon 22 Uhr. Aber wie gesagt, ich wollte heute den Neuanstich machen mit euch und ja, also machen wir das auch wenn es nur ein paar Kreuze sind. Ja, ich sticke ja eigentlich wirklich fast jeden Tag und sind es auch manchmal nur ein paar Kreuze, aber ich sticke wirklich jeden Tag. Also da müsste schon wirklich etwas, ich weiß nicht was dazwischen kommen, dass ich nicht einmal ein paar Kreuze schaffe pro Tag. Es ist nun mal mein absolutes Lieblingshobby und ich habe ja wirklich schon sehr, sehr viel getestet. Ich habe ja auch schon, ja, schon eigentlich immer Handarbeit gemacht. Also ich bin mit dem aufgewachsen, auch schon als Kind, ja, in der Schule natürlich gelernt. Also bei mir gab's das noch. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt mittlerweile, dass man in der Grundschule schon sticken lernt, also die ersten Stickversuche macht. Und dann habe ich auch noch eine Familie, also eine Mutter, die gerne handarbeitet. Und dann habe ich auch noch eine Großmutter. Also ich hatte eine Großmutter, sie lebt ja leider nicht mehr, aber auch sie hat sehr viel Handarbeit gemacht, auch verschiedenste Sachen, so wie meine Mutter. Also jetzt hauptsächlich haben meine Mutter und Großmutter gestrickt oder gehäkelt, also weniger Kreuzstich gemacht. So, ich streiche nur kurz ab. Das heißt, wir haben die ersten 15, 16, 17 Kreuze gemacht und ich markiere im unteren Feld. Ähm, So, Moment, ich muss nur die Einstellungen noch festlegen, wo ich meinen Faden packe und bei mir ist ja das immer die rechte obere Ecke. Dann kommen wir zum nächsten Symbol.
Das ist die Luca S Nummer 263. Also, das sind ganz andere, Nummern, als die DMC-Nummern, aber jetzt zum Glück ein Grünton. Hervorragend, denn das Grün kann man am Stoff eindeutig besser erkennen. So. Ja, wie gesagt, also in meiner Familie, ähm, hat es immer Handarbeit gegeben und eigentlich bin ich so aufgewachsen. Und ja, wie gesagt, bei uns gab's das in der Schule. Also, da gab es noch für Mädchen, die Handarbeit, also wo eben gestickt, gestrickt, gehäkelt wurde. Und für die Jungs gab es das Werken, hieß das, also das Handwerken. Die haben dann eher mit Holz gearbeitet, also die haben, ähm, ein Vogelhäuschen gebaut oder solche Dinge. Also, das war das Handwerken und für die Mädchen gab's das Handarbeiten. Ja, und dort, wie gesagt, habe ich dann meine ersten, Stickversuche gemacht, obwohl ich ja sagen ich habe schon immer gern gestickt, aber diese ganzen Muster, die es damals in der Schule gab, also, wir haben ja so heute nennt man das ja Sampler, also die Muster aus diesen Sampler gestickt und ja, das hat mir damals schon keinen Spaß gemacht und ja, auch heute bin ich noch kein Freund von diesen Samplern, aber das waren, wie gesagt, die ersten Stickversuche. Dann nach der Schulzeit muss ich ja gestehen, ja, da habe ich gar nicht gestickt, auch nichts anderes, handarbeitmäßig gemacht. Ja, und dann erst später, da war ich dann schon wieder etwas älter, also ich würde mal sagen, nach der Pubertät habe ich wieder Interesse an verschiedenen, ja, Hobbys bekommen und dann habe ich wirklich alles ausprobiert. Also, ich habe gestrickt, ich habe gehäkelt, ich habe auch geknüpft, also diese Teppiche geknüpft. Ich habe genäht, ich habe sehr viel genäht sogar. Ähm, Habe mir da auch eine Jacke genäht, habe mir damals, so einen Hosenanzug genäht. Ja, also auch das habe das aber auch gelernt in der Schule, muss ich sagen, ja. Auch das habe ich in der Schule gelernt. Ja, dann irgendwann habe ich dann auch wieder gestickt, also auch wieder Kreuzstich. Ähm, Dann später habe ich Haardanger gemacht, also auch das ausprobiert. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gehäkelt, ein bisschen gestrickt, aber ja, da eher nicht so viel. Und schlussendlich bin ich dann wieder beim Kreuzsticken gelandet und eigentlich seit mehreren, Jahren ist das nun mein absolutes, ja, Lieblingshobby, zumindest was, das Handarbeiten betrifft. So, und Moment, ich zähle nur 4 Kreuze nach unten.
Und ich packe wieder meinen Faden. So. Ja, das war jetzt der erste Grünton. Dann werde ich abstreichen. So. Und wir haben 29 Kreuze. Und wir starten die nächste Nummer. Und das ist, ich schaue mal auf meine Garnkarte. Auch wieder ein Grünton, aber diesmal noch eine Spur dunkler. Hier hat es die Farbnummer 266. Aber wie gesagt, das sind die Farbnummern von Luca S. Kann man nicht mit den DMC-Nummern vergleichen. Ja, so stickt sich das Muster sehr einfach. Also es gibt hier ja nur volles Kreuz und dann noch Backstitches, aber sonst keine weiteren Stickarten, also Stiche. So, dann beginnen wir hier. Ja, und so ist das nun mit den Hobbys. Also wie gesagt, ich bin beim Kreuzsticken hängen geblieben. Ich habe natürlich noch andere Hobbys, aber die betreffen nicht die Handarbeit, sondern ja, also eines meiner liebsten Hobbys ist natürlich das Reisen. Ähm, Da habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt von meinen Reisen. Und ich habe ja zum Glück einen Mann, der das genauso gern macht. Also, was das Reisen betrifft, wir haben, oh, entschuldigt, ich bin hier angekommen. Was das Reisen betrifft, haben wir uns wirklich gefunden. Also, da bin ich wirklich sehr froh, dass wir da das gleiche Hobby haben und beide sehr reiselustig sind. Ja, dann ist noch ein Hobby auch mein Garten natürlich. Also, ja, mein Gemüsegarten und mein Obstgarten. Also, ich liebe das, Anpflanzen und Ernten, von Obst und Gemüse. Aber zum Thema Handarbeit absolut. Aktuell mache ich wirklich nur Sticken, also Kreuzstich, Perlensticken und, ja, diese Art Embroidery. Da habe ich jetzt gestartet das Kit von iMake, das ich euch in einem Unboxing vorgestellt habe. Und dieses Kit beginnt man ja mit den Kreuzstichen, also da arbeite ich mich jetzt mal durch mit den Kreuzstichen und danach kommen die Spezialstiche und ganz zum Schluss kommen dann noch die Perlen. Aber da bin ich ja noch weit entfernt. Ich werde es euch dann ja im nächsten Monatsupdate zeigen, wie weit ich gekommen bin. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Monatsupdate. Aktuell sind wir ja jetzt in der Mitte des Monats, also Mitte August. Ja, also noch Zeit. Ähm, ganz, überzeugt haben mich diese Kits jetzt von, iMake eigentlich noch nicht, was einfach daran liegt, dass es, ja, zumindest das Kit, das ich bekommen habe, doch etwas überladen wirkt, denn man stickt die Kreuzstiche
und danach stickt man darüber noch die Spezialstiche und dann kommen auch noch darüber die Perlen. Also ja, es wirkt doch wirklich etwas überladen, so wie mir auch eine Zuschauerin in den Kommentaren geschrieben hat. Ja, so macht das jetzt auch den Eindruck auf mich, aber man muss sich das dann am Ende anschauen, wie es dann wirklich wirkt, wenn man alles gestickt hat. Also Kreuze, Spezialstiche und Perlen. Ja, so. Ja, jetzt geht's gut voran für das, dass ich, mich am Anfang so verstickt habe. Ja, schade ist hier auch am Pattern Keeper, dass ich, ja, wenn ich mir die Stiche hier abstreiche, leider nicht die Farbe sehen kann. Ja, die Farbe ist hier überall weiß, also alle Symbole werden dann einfach nur weiß. Aber gut, man kann trotzdem gut sticken mit dem Pattern Keeper. Also ja, besser so als nur mit der Papiervorlage sticken. Also das ist ja wirklich nicht meins. Da brauche ich immer sehr lange, bis ich in das jeweilige Muster reinkomme. Dann versticke ich mich wirklich 100 Mal. Ja, sehr, sehr mühsam. Ja, auch mit dem Pattern Keeper passiert es natürlich, dass man sich verstickt, aber insgesamt komme ich dann doch deutlich besser damit zurecht als ohne. So. Ja, ich glaube, hier links oben, da handelt es sich um den Orangenbaum. Ich hole mir mal die Vorlage. Ich zeige euch kurz, wo wir sind und ihr seht hier links oben ist der Teil des Orangenbaumes und des Himmels im Hintergrund. Also das Blau ist der Himmel und das Grün natürlich der Orangenbaum. Ja, das ist das erste Kästchen. So, wo bin ich stehen geblieben? Hier. So, wie viele Minuten? Ja, wir nähern uns der 30 Minuten oder haben schon die 30 fast erreicht. Und wie gesagt, das soll nur ein kleiner Anstich sein. Ähm, Da es heute schon spät ist, werde ich auch nicht mehr wirklich viel daran weiter sticken, aber ich denke, bis zum Monatsupdate werde ich doch noch äh, ein bisschen daran schaffen und ja, ein bisschen Fortschritte machen. So, ja, zum Thema nochmal wegen iMake. Da habe ich ja dann den Code, den Rabattcode erhalten. Also mit dem könnt ihr ja 20% sparen auf eure Bestellung. Also das würde ich sagen, rentiert sich doch, denn 20% ist sehr viel. Also wenn ihr auch so ein Kit wollt von iMake, dann würde ich euch ähm, empfehlen, den Rabattcode zu benutzen. Also ich bekomme nichts dafür, ja. Das ist kein Affiliate-Link, sondern nur ein Rabattcode für euch.
Das Einzige, natürlich sieht das Unternehmen, der Shop, ähm, welcher Rabattcode genutzt wird, und die sehen dann, dass ihr von mir kommt, und da habe ich dann natürlich, noch eher die Möglichkeit, wieder ein Kit vorstellen zu dürfen, aber, äh, ich verdiene nichts dabei. Wie gesagt, es ist kein Affiliate-Link, sondern der Rabattcode ist wirklich nur für euch, falls ihr euch auch ein Kit bei AMAG kaufen möchtet. Ja, die Kits sind ja insgesamt gesehen natürlich, günstig, denn sie beinhalten ja alles, was man braucht. Aber trotzdem, so, wenn man sich so ein, größeres, Stickkit kauft von iMac, kostet trotzdem, ja, schnell mal um die, 160 $. Also, ja, ist dann auch nicht so günstig. Natürlich wesentlich günstiger, als wenn man sich jetzt alles selber zusammenstellen müsste und alles extra kaufen müsste. Aber ja, mit den 20% könnt ihr ja wirklich ganz gut sparen bei einer Bestellung. So, ich streiche wieder ab, und da ist wieder einiges dazugekommen. Ähm Und wir sind bei 56 Kreuzen. Ich schaue mir gleich die nächste Farbe noch an. Ja, ich glaube, wir werden das Video jetzt beenden. Also es war wirklich nur ein kleiner, kurzer Neuanstich. Ich denke mir, das nächste Video wird wieder ein bisschen länger werden, aber für heute werde ich mich bei euch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer kleinen, kurzen gemeinsamen Stickzeit, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.